Wenn die Diamanten regnen, heißt es ist Zeit für eine neue Eventwoche in GTA 5 Online. Ich bin am Start, Yankee mit 2E Unit 91 und wir schauen uns heute wieder alles Mögliche an. Das Fahrzeug, was man diese Woche gewinnen kann. Wo es mehr Geld gibt. Überraschenderweise gibt es eine kleine Änderung, die ein Hinweis sein könnte, dass eine Veränderung allgemein kommt oder auch nicht. Wir werden sehen, aber als erstes gucken wir uns das Podiumfahrzeug an. Das hier ist der Winky. Dieses Fahrzeug kostet 1,1 Millionen Dollar bzw. 825.000 Dollar und ist ein aktuelles Fahrzeug aus dem Cayo Perico Update. Wir werden mal drehen und gucken, ob wir das Ganze gewinnen. Und ja Leute, wie immer, wenn euch das gefällt, dass ich am Start bin, euch informiere mit so vielen Details wie es gibt, Daumen nach oben, das wird dieses Video unterstützen. Dankeschön an alle, die es machen, danke für deine Hilfe, dass du mir aushilfst mit einem Daumen nach oben und dass du das halt nicht als schwer ansiehst, einfach den Daumen oben zu lassen. Ach, schade. 2 Punkte, dann hätten wir nochmal ein Fahrzeug gewonnen. Das Fahrzeug habe ich aber und 1,1 Millionen Dollar ist jetzt auch nicht so viel, wenn man Cayo Perico hat. Und hier ist das wunderschöne Fahrzeug, meine Damen und Herren, voll aufgetunt. Das Fahrzeug ist nicht das schnellste Fahrzeug, aber es kann Gelände wie kein anderes Fahrzeug in dieser Geschwindigkeitsklasse. Die Klasse lautet hierbei extrem langsam. Aber wie gesagt, es muss ja nicht alles schnell sein, es muss nicht alles perfekt sein. In GTA ist es auch nicht. Aber wie gesagt, es hat ein komisches Handling. Es ist halt ein Fahrzeug von Kriegszeiten und deswegen ist es halt immer so wie es ist. Es ist kein schnelles Ding. Es passt auf jeden Fall richtig gut in Militärrollenspiele rein und ja, macht trotzdem Spaß. Ist also eher ein Fun-Fahrzeug, deswegen ist es auch nicht so teuer. Es hat ein Schadensmodell, was mich halt überrascht hat positiv, weil nicht sehr viele Update-Fahrzeuge kriegen ein Schadensmodell, wo Sachen sich verbeulen. Ja, hat jetzt hier nicht gut funktioniert. Also, das ist das Fahrzeug eurer Wahl in dieser Woche. Wenn ihr es kostenlos gewinnen wollt, müsst ihr halt am Rad drehen. Ihr wollt bestimmt aber wieder Geld verdienen. Nun Leute, es gibt eine Veränderung, das muss aber nicht ein Hinweis sein für ein GTA-Update. Bei Motor Wars gibt es dreifach Geld und zwar einen Monat lang. Das kann etwas bedeuten, muss es aber nicht. Es könnte heißen, dass es halt so ist, dass ein Update kommt im Monat Juni. Die Sache ist, Leute, Rockstar Games fügt immer wieder halt Fahrzeuge fürs Podium schon vorher hinzu. Und aktuell haben wir bis Ende Mai Podiumfahrzeuge. Und wenn sich dort nichts ändert, heißt das, dass wir halt Juni ein Update kriegen, weil mit dem nächsten Update die Fahrzeuge hinzugefügt werden normalerweise. Wie ihr sehen könnt, sind die Wertungen hier immer über 50%, also ist okay, aber nicht das allerbeste. Dreifach Geld gibt es dort. Ja, mal sehen, was passieren wird. Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie sagen, oh, jetzt muss unbedingt ein Update kommen. Vielleicht hat Rockstar Games auch einfach keine Lust mehr, einfach irgendwas an Jobs zu drehen. Aber immer wenn etwas ungewöhnlich ist, dann ist das ein Indiz dafür, dass etwas kommen könnte. Das hier ist ein MOC, mobile Kommandozentrale auf Deutsch. Und dieses Ding ist aktuell auch 40% im Angebot. Du kannst hier hinten reindüsen, reingehen, reinspringen, reinkriechen, rückwärts reingehen. Und du hast dann hier halt schon mal eine Werkstatt. Hier kannst du halt verschiedene Fahrzeuge auftunen. Soviel ich weiß, nicht alle, sondern so besondere Fahrzeuge. Hier haben wir auch eine Waffenwerkstatt, wo wir halt aufrüsten können, Munition kaufen können, Explosivmunition zum Beispiel auch uns gönnen können. Und dann geht es nochmal weiter. Hier ist eine Tür beim MOC und hier hast du halt Zugang zu einem Geschütz. Also hier gibt es verschiedene Geschütze und die sind auch 40% günstiger, wenn du die kaufen möchtest. Und hier ist beim Thema Geld verdienen die nächste Stelle, wo man Geld verdienen kann, während ein Spiel auf meine PlayStation 5 aktualisiert wird. Und dann gibt es hier MOC-Missionen und wie man sehen kann, gibt es verschiedene und zwar 6 Stück insgesamt und bei allen gibt es auch zweifach Geld. Es sind schnelle, einfache Missionen und wenn du halt die zugehörigen Missionen machst, kann es sein, dass halt dein Fahrzeug günstiger wird. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Fahrzeuge so sind, aber auf jeden Fall kannst du hier auch nochmal zweifach Geld machen, wenn du ein MOC hast. Hier ein Beispiel vom Geschütz. Das musst du jetzt genau, das ist jetzt ein vorderes Geschütz und ja, da kannst du halt Raketen abfeuern. Ohne Probleme, wie man sehen kann. Für dieses Fahrzeug brauchst du einen Bunker und für dieses Fahrzeug brauchst du auch einen LKW und die LKWs sind auch halt 40% günstiger
Der Phantom Custom kostet 735.000 und der Howler kostet 840.000. Und dann, ja, kannst du halt mit dem Ding hier halt auch rumdüsen. Ist halt ein Anhänger. Du kannst es auch einfach loslassen, wenn du Lust hast. Zum Beispiel hier, rechte Pfeiltaste auf der Playstation und du hast jetzt einen LKW. Yippie. Und dafür lohnt sich das auf jeden Fall, so viel Geld auszugeben. Wenn wir schon beim Thema Bunker sind, im Bunker kannst du ja Forschung auch betreiben. Du kannst Geld verdienen und Forschung betreiben. Die Forschungen wurden dreifach erhöht. Also die Geschwindigkeit für Forschungen wurde um das Dreifache erhöht und du kannst halt, oder du musst Waren kaufen, die verarbeitet werden. Egal ob für, ja, Güter, die du verkaufst oder für die Forschungen und diese sind 50% günstiger. Das ist lohnenswert, wenn man halt verschiedene Sachen freischalten möchte, sowas wie zum Beispiel Brandmunition, Explosivmunition und die anderen verschiedenen Tarnungen für Fahrzeuge. Also da kann man auch auf jeden Fall mal zuschlagen. Dieses wunderschöne wilde Fahrzeug ist der Nightshark. Viele Leute empfehlen dieses Fahrzeug ohne diese Platten am Fenster zu benutzen, da kannst du auch deine eigenen Gegenstände, also Waffen benutzen. Ich habe es jetzt einfach nicht drauf, mir gefällt es einfach so besser, ich kenne es nun mal so. Aber wie gesagt, wenn ihr halt eure eigenen Waffen benutzen wollt, dann halt, ja, sowas wie Haftbombe und so weiter, dann müssen die Panzerplatten weg. Dieses wunderschöne Fahrzeug ist gerade im Angebot, meine Damen und Herren, und kostet 747.000 $. 40% günstiger sind auch alle anderen Fahrzeuge, die kommen werden. Und wie gesagt, das Fahrzeug ist ein sehr schönes Fahrzeug. Es war eine Zeit lang mein Lieblingsfahrzeug. Ich habe mal ein Online-Interview abgegeben bei Wise beim Thema halt Lieblingsfahrzeuge mit anderen YouTubern. Und da habe ich halt einfach zu der Zeit gesagt, weil es nun mal so ist, dass dieses Fahrzeug mein Lieblingsfahrzeug ist. Es hält so ungefähr 7 Raketen aus, Oppressor Mark II Raketen sogar eine ganze Ladung, so viel ich mitbekommen habe, wenn es halt keine Forscher anhat, weil Oppressor Mark II Raketen sind einfach schlechter und das Fahrzeug ist halt interessant, kann man oder sollte man sich auf jeden Fall gönnen, wenn man ein Anfänger ist, ich meine für 747.000 $. Damit werden dich nicht viele Leute holen können und du kannst damit halt ein bisschen Spaß haben und ja, minimale Sicherheit ist hier gegeben. Gegen Laserjet ist nichts sicher auf dem Boden, finde ich. Ich habe gerade über Oppressor Mark II geredet, das fliegende Schaukelpferdchen. Es ist nervtötend natürlich, aber wenn ihr euch eins gönnen wollt, dann braucht ihr natürlich erstmal einen Nachtclub und dort braucht ihr einen Terrorbyte und dort könnt ihr erst Raketen drauf klatschen. Und dort ist das folgendermaßen, dass es halt für die Waffen vom Oppressor Mark II aktuell 50% Rabatt gibt. Ist jetzt nichts Wildes, Leute, ihr braucht euch nicht darüber aufzuregen, weil das gab es schon mal, da haben sich einige aufgeregt. Man muss erstmal halt, ja, Oppressor Mark II haben, Nachtclub haben und dann braucht man halt nochmal ein Terrorbyte und ich glaube nicht viele Leute, die legit spielen, werden jetzt noch mehr Oppressor Mark II haben oder sowas. Weil da ist ja nichts anderes im Angebot, außer halt die Raketen. Wie immer kann man ganz leicht in dieser Woche 100.000 $ machen mit Zeitrennen und 100.000 $ mit den, wie heißen die kleinen Dinger nochmal? Die kleinen AC Bandito. Und mit solchen Fahrzeugen kann man keine Zeitrennen machen, komisch. Ich empfehle euch wärmstens, für die Anfänger, vor allem wenn ihr Geld machen wollt, solche Rennen zu machen. Mit einer Bati, die nicht so teuer ist, kann man das machen. Die Bati kostet wirklich nicht viel Geld. Und ja, ich habe mal mein Entity rausgeholt, ein altes Fahrzeug. Und wir werden jetzt dabei nochmal reden, ob noch ein oder andere Fahrzeuge dabei sind, die euch interessieren könnten. Und gucken mal, ob so ein älteres Supersportfahrzeug wie der Entity einfach mal Zeitrennen halt schlagen kann oder nicht. Ich denke mal eher nicht. Wäre aber cool, wenn das machen könnte. Okay, wie schon gesagt, der Nightshark, den haben wir schon hinter uns. Dann geht es weiter mit dem Technical Custom. Dieses Fahrzeug kostet 85.000 $. Das ist sehr viel Geld, Leute, in GTA. Nicht. Also mit diesem Rennen könnte ich mir dieses Fahrzeug schon mal gönnen, den Technical Custom zum Beispiel. Und wie man sehen kann, kann man hier in diesem Rennen eigentlich abkürzen, wenn man ein schnelles Fahrzeug hat, aber wir kürzen mal nicht ab. Der Stockade ist schon ein bisschen teurer, der kostet 1,3 Millionen $ oder 1 Million $. Und dieses Fahrzeug kann man halt in dieser Woche sein eigen nennen. Und wir schaffen die Zeit auf gar keinen Fall, wie man sehen kann. Vor allem, ich kürze hier gerade wild ab. Kann man auf jeden Fall machen, Leute, mit der Abkürzung. Aber man schafft es nicht mit einem älteren Sportfahrzeug, Supersportfahrzeug.
Dann haben wir den bewaffneten Temper, der kostet 951.000 $. Wir gucken, ob das mit einer Bati machbar ist. Die Bati kostet 15.000 $, Bati 801. Und ja, dann sehen wir mal gegen Ende, ob sich das lohnt, eine Bati zu holen. Einfach mal so ein spontaner Test. Okay Leute, ich muss sagen, es ist machbar, es ist ein bisschen kompliziert, dieses Rennen, weil du musst halt, du startest ja von hier irgendwo, du musst hier erstmal abbiegen, den Wegpunkt nicht folgen und dann musst du hier beim Militär, diese Brücke, entlang fahren und dann hier hochfahren. Also es ist richtig kompliziert, aber auf jeden Fall machbar. Im Dunkeln bin ich jetzt hier und dagegen gefahren irgendwo. Auch mit der Bati ist es machbar, wenn man halt diese Stelle hier bekommt. Das war's dann für heute mit der Eventwoche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Keep hammergeil. Tschüss.